unterwegs. Seit 1624 Tagen. Seit fast 54 Monaten. Als wir losreisten, war Merkel noch Kanzlerin der Bundesrepublik, Russland Gastgeber der Fußball-WM und Greta Thunberg nur ein Kind aus Stockholm. 5 Jahre später ist die Welt eine andere und auch wir sind nicht mehr dieselben. Konnten wir es 2018 kaum erwarten, loszuziehen, sehnen wir uns mittlerweile danach, zurückzukehren, anzukommen, an einem Ort, den wir nicht nach ein paar Tagen wieder verlassen müssen. Stattdessen aber sitzen wir mal wieder in einem Bus, quälen uns durch eine 18-stündige Fahrt entlang der Westküste Indiens und fragen uns, wie sehe unser Leben wohl aus, wären wir damals in Deutschland geblieben? Warum sind wir überhaupt losgereist? Wir waren Mitte 20 im ersten Job in der ersten Wohnung und hatten irgendwie diesen Traum vom Reisen, ohne zu wissen, was es wirklich bedeutet. Uns ging es im Grunde wie Millionen anderen Menschen auch. Wir wollten raus aus dem Hamsterrad. Wir wollten dem täglichen 9-to-5 entkommen, nicht mehr nur fürs Wochenende leben. Wir wollten das täglich grüßende Murmeltier erdrosseln. 5 Jahre später ist das Leben aus dem Rucksack unser Alltag und manchmal da zweifeln wir. Ist es wirklich besser als eines, in dem jeder Tag dem anderen ähnelt? Ist Veränderung besser als Beständigkeit? Ist Abenteuer erfüllender als Sicherheit? Macht Freiheit tatsächlich glücklicher als Geborgenheit? Kaum angekommen in Mumbai machen wir uns auf den Weg ins Kino, in eins der ältesten Indiens. In einen Film, der dort seit 28 Jahren läuft, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit. Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Zu Deutsch, wer zuerst kommt, kriegt die Braut. Bis heute eine der erfolgreichsten Produktionen Bollywoods. Natürlich mit Shah Rukh Khan in der Hauptrolle. Trotz des Kultstatus bleibt die Frage, warum? Warum spielt ein Kino den immer gleichen Film? Einen, der rauskam, als Telefone noch an Schnüren hingen. Und warum gucken Leute sich den nach wie vor an? Als wir an einem Montagvormittag vor der Leinwand sitzen, sind wir keineswegs allein. Wir teilen den Raum mit überraschend vielen anderen. Sie lachen, sie kreischen, sie klatschen und sie grölen Lieder mit, als säßen sie in einer Konzerthalle statt in einem Kinosaal. Der Film erzählt eine klassische Liebesgeschichte, eine, die Sehnsüchte gleichermaßen weckt und befriedigt. Ihre Einfachheit ist ein Anker in der Flut einer sich ständig ändernden Welt. Also das, was auch wir wollen, nach 5 Jahren Leben to go? Leichtere Kost, gewohnt statt neu, den immer gleichen Film? Wer weiß schon, was er will. Gewiss ist nur, dass wir noch immer unterwegs sind. Dass es noch ein langer Weg ist bis Deutschland, über Land entlang der Seidenstraße. Und dass auch das 5. Jahr unserer Weltreise noch immer Premieren für uns bereithält. Die erste Nacht im Hostel ist geschafft. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit fremden Menschen in einem Raum geschlafen habe. Außer jetzt auf Klassenfahrt oder so, aber da kennt man ja auch die Menschen. Ich habe richtig, richtig gut geschlafen. Also tief und fest, wahrscheinlich weil ich noch so müde war von der Busfahrt. Jeder war sehr respektvoll. Und ja, ob ich es wieder tun würde, weiß ich nicht. Mir fehlt schon die Privatsphäre, weil gerade als Frau sich umzuziehen und so und immer irgendwie hat man die Angst, dass jemand reinkommt, weil hier sind jetzt im Hostel auch keine Vorhänge vor den Betten. Das ist ein 6er-Zimmer und hier ist eine Toilette für 6 Leute. Also man hat die Toilette im Raum und ja, die war voll gekackt. Also selbst die, da wo man sich draufsetzt, das war voll gekackt. Ja, sowas ist halt nicht so cool. Sowas nervt. Und hier ist halt auch immer der Boden nass. Also man weiß nicht, ist das jetzt Wasser oder könnten das irgendwelche anderen Körperflüssigkeiten sein. Und man ist barfuß unterwegs. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber man überlebt es nicht so schön.
Wir machen uns gleich mal auf den Weg und erkunden ein bisschen Mumbai. Haben ja gestern schon ein bisschen so den ersten Eindruck von der Stadt bekommen können, was sehr angenehm war auf jeden Fall, und freuen uns auch darauf, jetzt ein bisschen durch die Straßen zu ziehen. Und ja, im Hostel ist momentan nichts los. Die meisten Leute sind bei der Arbeit, weil hier im Hostel überwiegend Inder sind, und die sind aus beruflichen Gründen in der Stadt meistens, was echt übertrieben angenehm ist, weil man sonst in Hostels immer in so einer Backpacker-Bubble irgendwie unterwegs ist. Und generell ist es angenehm an Indien, dass die größte Touristengruppe innerhalb des Landes sind Inder selbst und nicht Ausländer. So wird einem der Austausch mit Locals irgendwie wirklich leicht gemacht. Und war wirklich auch cool gestern, mit denen zu quatschen und sich auszutauschen. Und die waren auch sehr, sehr interessiert, sehr offen, sehr kommunikativ. Und hat echt Spaß gemacht. Auf jeden Fall geht's jetzt raus ins Gewusel. Alles hektisch, alles laut, alles in Bewegung. Zurück im Ameisennest, zurück in der Stadt. Wo Geräusche wie Kugeln durch die Ohren pfeifen, Gerüche wie Pfeile in die Nase schießen, Bilder wie Granaten auf die Augen feuern. Die totale Reizüberflutung. Besonders in einer Metropole mit 20 Millionen Einwohnern. Eine der größten der Welt. Wir dachten mal, ein Strand sei ein Strand, bis uns die Südküste Australiens eines Besseren belehrte. Dann dachten wir, ein Wald ist ein Wald, bis wir vor den Redwoods im Westen der USA standen. Und kürzlich dachten wir noch, eine Stadt ist eine Stadt, bis wir auf Mumbai trafen. Oder besser gesagt, Mumbai auf uns. Die bevölkerungsreichste Stadt Indiens erschlug uns. Sie ist laut, bunt, dreckig, aufregend, sympathisch, verrückt, und sie steht wie keine andere für den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes. Dabei schockiert auch oder gerade Mumbai mit einem krassen Dauerkontrast zwischen Arm und Reich. Die Slums sind nicht am Stadtrand, sondern verteilen sich entlang des dichten Schienennetzes quer durch die Stadt. Und im Schatten der Skyline bildet eine Kolonie von rund 7000 Menschen die größte Freiluftwäscherei der Welt. 24/7 werden hier täglich 1 Million Kleidungsstücke gewaschen, seit 140 Jahren. In dieser Gegend, dem Gobi Ghat, liegt das Durchschnittseinkommen bei 80 € im Monat. In anderen Gegenden der Stadt müssen Millionen Menschen mit 90 Cent am Tag überleben. Gleichzeitig leben in Mumbai die meisten Millionäre des Subkontinents und mit 66 Milliardären halb so viele wie in ganz Deutschland. In einer Stadt mit 50.000 obdachlosen Kindern. Der erste Eindruck von Mumbai ist wirklich positiv, aber auch laut. Das ist auf jeden Fall die größte Stadt, in der wir so jemals waren, glaube ich. Ne? Ja. Und das merkt man auch. Also es ist echt voll und ja, auch oft reizüberflutend. Aber es ist ehrlich gesagt irgendwie trotz allem entspannter, als ich es mir vorgestellt hatte. Ja, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, Ja. aber es geht. Ja. Und vor allem, was auch richtig beeindruckend ist halt auch die kulturelle Vielfalt. Ja. Also man sieht auf jeden Fall, dass hier übelst viele Völker am Start sind und voll viele ethnische Gruppierungen. Und das ist schon echt angenehm. Ich bin wirklich positiv überrascht über die Freundlichkeit der Inder. Man führt auch echt oft Smalltalk, also die Inder sind sehr kommunikativ und offen, und man wird immer wieder so in kleine Gespräche auch involviert. Auch letztens, wir waren vorhin was essen und da hat sich gleich so ein kleines Gespräch mit ein paar Gästen und auch mit den Angestellten ergeben und so. Und was halt echt auch über dieses typische Oberflächliche hinausgeht. Also es geht dann auch oft recht schnell, auch irgendwie ein bisschen deeper. Ja. Und das ist echt wirklich angenehm. Aber ich glaube, ich könnte jetzt nicht zu viel Zeit. Nein, ich könnte hier nicht wohnen, natürlich. Ich könnte hier nicht wohnen und ich könnte nicht zu viel Zeit in Mumbai verbringen, weil es ist trotzdem schon anstrengend. Also man kann oft nicht in Ruhe durch die Straßen gehen, aber hier gerade schon. Ja, hier ist eine Gasse,
echt mal ein kurzer Moment der Stille. Stille kann man nicht sagen, weil das Gehupe trotzdem von allen Seiten. Ja. Mumbai hat eines der ältesten Bahnsysteme Asiens. Das Schienennetz umfasst eine Gesamtlänge von 320 Kilometern und bedient täglich mehr als 7,5 Millionen Menschen. Einst berüchtigt für gnadenlose Überfüllung und tödliche Unfälle, gilt die Bahn heute als bequemste, günstigste und schnellste Transportmöglichkeit der Stadt. Wir haben es geliebt, für umgerechnet 10 Cent quer durch diese Millionenmetropole zu tuckern, Menschen zu beobachten, den Kopf aus der Zugtür zu hängen und ins Leben entlang der Schienen zu spähen. Züge sind was Besonderes, ein offener Spalt in die Seele einer Gesellschaft. Und sie waren immer ein Teil meines Lebens. Mitte der 90er wanderte meine Familie aus von Russland nach Deutschland. Wir fuhren im Zug. Als Jugendlicher zog ich mit dem Schülerferienticket jeden Sommer quer durchs Land. In Zügen. Und als Student verbrachte ich mehr Zeit in der Bahn als im Hörsaal. Auf unserer Reise um die Welt beginnt zugtechnisch wohl erst jetzt der spannendste Abschnitt. Indien, Pakistan, Zentralasien. Wir können es kaum erwarten. Selfie? Eine Frage, die in Indien jährlich mehr als 100 Menschen das Leben kostet. Von Zügen überfahren, von Klippen gestürzt, von Wassermassen mitgerissen. Kein Land der Welt zählt so viele Selfie-Tote wie Indien. Der Fotowahn ist teils grotesk und in Rajasthan wurden mal 2 englische Touristen krankenhausreif geprügelt, weil sie keinen Bock auf Selbstporträts mit Locals hatten. Nirgendwo sonst auf unserer Weltreise fragten uns derart viele Einheimische nach einem Selfie. Teilweise belagerten uns Scharen von Menschen. Manchmal konnten wir uns erst nach einer halben Stunde aus ihnen befreien. Warum wollen die Leute Fotos mit uns? Mit uns langweiligen Durchschnittseuropäern? Das haben wir immer wieder uns und auch Inder gefragt und immer wieder war die Antwort naheliegend wie einleuchtend. Neugier. Manche Europäer zeigen sich genervt von der ständigen Belagerung. Wir sehen das eher gelassen. Sie wollen uns fotografieren, wir sie. Win-win also. Und wenn man gerade nicht mehr will, zieht man halt weiter. Niemand wird es einem verübeln in einer Stadt, in der ständig überall etwas passiert, die so viel zu bieten hat.
Nach 2 Nächten und 3 Tagen in Mumbai hieß es Sachen packen. Mal wieder. Es ging wieder raus ins Tuk-Tuk, wieder raus nach draußen in unseren Alltag. Ins Abenteuer, ins Unbekannte, ins Ungewohnte, ins Unbequeme. Täglich grüßt das Murmeltier, auch auf Reise. Was kostet dieser Angespannt? Warum haben wir vor 5 Jahren alles zurückgelassen und sind losgezogen? Könnten wir jetzt nicht schon viel weiter sein im Leben, wären wir geblieben? Kinder, Haus, Garten, Karriere, das Spiel des Lebens durchgezockt mit Mitte 30? Früher dachten wir, beim Reisen gehe es darum, hinter den Horizont zu blicken. Die Jahre haben gezeigt, dass wir viel mehr vor ihn schauen sollten. Nicht auf das, was irgendwo sein könnte, sondern auf das, was tatsächlich ist. Hier und jetzt. 10.000 Kilometer Richtung Deutschland. Quer durch die indische Wüste nach Pakistan, über den Himalaya nach China, durch die Stan-Staaten über das Kaspische Meer nach Europa, durch Steppen, Wälder und Berge, durch Städte, Dörfer und Weiden, entlang der Seidenstraße, nach Hause, wo auch immer das ist.